Guten Morgen, Leute. Morgen. Wir sind heute hier ein bisschen außerhalb Berlin. Ich bin eingeladen von unserem sehr bekannten Teamangler Toto. Ein Mann, der sehr viel Fische fängt, vereinigt Barsche. Da hat er sich quasi spezialisiert. Er hat gesagt, Daniel, langsam geht es los mit der Barsche. Es ist keine einfache Anglerei, aber ist machbar. Ist machbar, ja. Wir versuchen heute mal ein bisschen feine Rigs zu fischen. Hauptsächlich wirklich ganz leicht zu fischen, mit vielen Krebsen, mit kleinen Fischimitaten. Und ich denke, der ein oder andere gute Barsch kann schon bei rumkommen. Schön, dann los geht's. Los geht's. Na, stell dich ruhig hier drauf. Weil die kann das ungefähr 2-3 Meter raus so. Ja. Und du musst wirklich schleichen. Du kannst erstmal rauswerfen und dann so leicht ranschleifen. Aber da ist weit genug sozusagen. Ja, das reicht völlig aus. Also ich habe gleich gestartet mit einem neuen Prototyp von uns, die hoffentlich bald rauskommt. Wir arbeiten an ein paar verschiedene Finesse-Köder zurzeit. Slugs, Worms und Tubes. Und ich habe gleich mit einem kleinen Tube gestartet. Die sind tatsächlich Prototypen, die wir relativ lange jetzt haben. Habe die auch vor 1,5 Jahren oder so, 2 Jahren zum ersten Mal produziert. Habe die ziemlich viel gefischt in Florida. Und die haben sehr, sehr gut funktioniert auf Black Bass. Wir haben jetzt quasi unsere Prototypen alles ein bisschen verkleinert. Ich könnte vielleicht kurz mal rüberkommen und zeigen. Also hier fische ich mit einem Skirted Jig. Und vielleicht sieht man, schöne kleine Tube und ein kleines little Tail oben drauf. Ja. Und hoffen, dass die Barsche darauf stehen. Wassertemperatur ist immer noch extrem kalt, Tipper vielleicht 4 Grad, und deswegen angeln wir sehr, sehr langsam, schleichen im Köder quasi langsam über den Boden, weil die Fische sind relativ inaktiv. Man muss das schön direkt vor die präsentieren. Ziemlich viel Hängergefahr, so eine Art von Anglerei, weil es gibt natürlich extrem viele Steine, die hier runtergehen, und eigentlich stehen die Fische quasi direkt, wo die Steine anfangen. Ich glaube, ich hatte einen. Oh, Toto glaubt, er hat einen. Aber dann nur ganz kurz. Es ist wirklich manchmal, haben die den und merken dann noch nichts, und wenn du dann anziehst, dann, die haben den nicht komplett genommen und dann lassen die halt los. Ja. Jawohl, direkt ist ein Kescher von dir. Jo, danke. Ja. Nice. Ja, Mann. Jawohl. Geil. Da ist der erste. Schön. Erste Barsch. Tag nicht am Arsch. Nee, ich glaube, es geht nicht so. Aber richtig, richtig nice. Auf dem Finesse Rig. So haben wir das vorgestellt. Tschüss. Sauber, denn. Cool, Mann. So, das ist natürlich sehr erfreulich. Mit dem Prototyp. Hat gleich funktioniert. Und natürlich werde ich damit erstmal weiter fischen. Dann. Green Pumpkin Chanteuse für die Farbe. Ziemlich natürliche Farbe hier. Oder natürlich farbenes Skirt. Dunkelgrünes Skirt. Ja, schön. Sauber, funktioniert. Man muss sagen, Toto hat tatsächlich die Arbeit hier reingesteckt. Also natürlich ist es immer viel einfacher hierher zu kommen, wenn man weiß, das Spot funktioniert. Die Fische sind da und man weiß, was für eine Technik man verwenden sollte. Weil es ist schon ein bisschen
speziell, sage ich mal so, zu fischen. Genau. Also extrem langsam. Ja, oft fischt man eigentlich auch an dem Fisch vorbei, ne? Weil man halt denkt, okay, ist vielleicht kein Fisch da, aber siehst du, jetzt einen Anfasser gehabt, Ja. einfach nur langsam gefischt und Vertrauen in die Methode und dann klappt das. Es ist wirklich so, dass die nicht wirklich beißen. Also Es ist schon eher so stehen dieses. wirklich und warten, bis er kommt und dann haben die den aufgenommen und dann merkst du erst im Nachhinein, Dass die nicht mehr dran sind. Aber ich muss sagen, ich liebe Barschanglerei. ja, Es ist irgendwie. Der Hechtanglerei ist natürlich geil, wenn du einen riesen Hecht bekommst, aber der eigentliche Anglerei dafür, ja. Barschanglerei ist so viel geiler, irgendwie mit leichten Geräten, feines Zeug, verschiedene Methoden, so richtig viele, klar mit Hecht auch, aber Genau. Ja, ich würde schon sagen, dass es anspruchsvoller ist, ne? der Otto auch entschneidet. Den nehmen wir mal so, ha? Die kann man so nehmen. Nicht groß, komm schnell zurück. Aber entschneidet ist entschneidet. Erstmal. Immerhin entschneidet, ja. Der hat sogar richtig top gemacht. Ja, er wollte es wirklich wissen. Ha? Ja, der wollte es wissen. Der war auch komplett weg. Ja, wieder ein kleines. Aber aufs Gürtet und unseren Krebs. Heute angle ich mit so einer 4 Gramm Jigkopf, ein kleiner Gummi rauf, vielleicht wiegt das Ganze so 7 Gramm oder so, also perfekt. Und kann ich das gut rausschleudern, muss ich tatsächlich aber nicht, weil die Fische stehen alle näher am Ufer. Eben weil ich so leichte filigrane Gewichte werfen, habe ich mich, mein Gott. So, habe ich mich dafür entschieden, die Lamustique 4 bis 14 Gramm zu fischen. Ich angel zwischen so 4 und 7 Gramm insgesamt, sage ich mal, mit Jigkopf und Gummi. Deswegen passt es ganz gut. Dazu habe ich die neue Shimano Vanford 1000er Rolle. Und hoffentlich kann ich euch gleich wieder zeigen, wie schön die Route sich macht beim Drill. Dafür muss der Barsche nur ein bisschen mitspielen. Du hast gesehen, das ist eine heiße Stelle da. Ja. Ich habe dich auch extra gelassen. Chance vertan. Schön warmes Kaffee, es ist echt kalt, muss ich sagen. Ich habe meine Handschuhe vergessen. Es fühlt sich echt wie 0 Grad an. Ist es nicht, aber fühlt sich auf jeden Fall so an mit dem Wind. Nee, es sind 2. Das ist 2, okay. Es ist schon ganz schön nah an 0. Boah, ist echt kalt. Aber die werden schon größer, ha? Einen dicken Bauch hat er. Die werden schon dicker. Dicker Bauch. Wegen denen sind wir hier. Jetzt hat es sich gelohnt, das Ganze. Ja, wieder mit einem kleinen Skirt, einem kleinen Krebs, gedeckte Farbe, über den Grund geschliffen und genau. Recht simpel eigentlich, aber trotzdem sehr anspruchsvoll, weil die Bisse doch nicht ganz durchkommen heute. Die Fische sind lethargisch, deswegen müssen wir uns heute durcharbeiten zwischen den Fischen und hoffen, dass da nochmal ein besserer Ball rumkommt. Ach, und wieder ein Biss gehabt.
Finger schon halb eingefroren. Ja, also hart erkämpfter Fisch heute. Man merkt auf jeden Fall, dass die Fische nicht so wirklich am Fressen sind und wirklich sehr lethargisch sind. Aber dennoch kann man mit der richtigen Technik und dem richtigen Köder doch ein paar Kirschen fangen. Und ich denke, auch nach den kleineren jetzt natürlich auch kein Riese. Erstmal eine schöne Belohnung dafür. Vielleicht steigt ja doch noch der eine oder andere noch besser ein. Ich weiß, dass es die gibt und deswegen fischen wir weiter und lassen den schnell wieder rein. Ich habe sowieso nur die einen Fisch bis jetzt gehabt, Tota deutlich mehr. Hat das Spot ja ein bisschen besser drauf, aber bei mir ging ein bisschen größer drauf dafür. Ich gehe jetzt zurück zu meinem ersten Köder, womit ich angefangen habe. Wir angeln ungefähr noch eine Stunde. Wir wollten nur eine kurze Vormittagssession machen. Dann gehen wir ins Büro. Hoffentlich geht einer oder die andere noch rauf. Toto, eine kurze Session. Kurze Session, Du hast es auch am Anfang gesagt, in der Früh würden die beißen, dann wird es schwer. dann wird es schwer. Und das hat man halt gesehen, stundenlang hat es jetzt nicht mehr gebissen. Und das heißt, ab ins Büro. Genau, Sachen packen und ab nach Hause. Kurz und knackig, aber Trotzdem hat es Spaß gemacht. Ja, war sehr gut. Ein paar haben wir gefangen. Erste Mal raus jetzt dieses Jahr auf Barsch. Mit ein bisschen Finesse-Zeug, hat sehr viel Bock gemacht, würden wir auf jeden Fall wiederholen. Wir haben versucht, ein, zwei kleine Sachen zu zeigen mit dem Finesse-Anglerei. Falls ihr irgendwelche Fragen haben, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten ein Like da lassen, bitte den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht haben. Wir haben ein Ziel, 100.000 Abonnenten dieses Jahr. Also sei dabei und bis zum nächsten Mal, Leute. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Just something